Meine Hoffnung war immer, irgendwas Nachhaltiges zu machen, was Sinn gibt und was irgendwie weiterführt über mein Leben hinaus. Mit der entsprechenden Motivation, was zu verändern, ist alles möglich. Als Student bin ich schon viel in Südostasien gereist und irgendwann hat sich meine Liebe für die Orang-Utans entwickelt. Das Projekt habe ich als Einzelperson angefangen und das hat vor 10 Jahren klein begonnen. Wir haben mittlerweile 2 Ausbildungsstationen, wir haben eigene Wildhütereinheiten. Das Projekt ist kontinuierlich gewachsen. Normalerweise steht man vor den großen globalen Problemen ohnmächtig da. Man denkt immer, es geht nur über die ganz große Politik oder über das ganz große Geld. Aber es ist tatsächlich so, dass man als Einzelperson im kleinen Rahmen einen großen Unterschied machen kann, viel verändern kann. Indonesien natürlich ein Land mit nach wie vor starker Wachstumsrate. Auch hier werden langsam die Räume eng. Es wird viel Land jetzt beansprucht für industrielle Plantagen. Es sind 70–80% der ursprünglichen Bewaldung mittlerweile verschwunden. Das ist im großen Stil Veränderungen für Ölpalmplantagen gewesen. Ölpalme an sich ist eigentlich aus Agrarsicht ein super Produkt, weil man sowohl Schokoladen machen kann, Farben, Schmiermittel, Biotreibstoff. Das heißt, unser Verbraucherverhalten letztendlich und insbesondere auch die Überlegung, großen Stile Biotreibstoff verwenden zu wollen, ist das eine der treibenden Kräfte, weswegen hier entwaldet wird. Das Problem ist einfach, dass diese Plantagen häufig auf Kosten von Naturwäldern angelegt werden. Und das ist das Problem. Das ist der Tieflandregenwald, der leicht zu erschließen ist eben für industrielle Operationen extrem wichtig. Arten, die auf den Tieflandregenwald spezialisiert sind, sterben aus. Elefanten kommen nur in Tieflandregenwälder vor. Hauptverbreitung des Tigers ist im Tieflandregenwald und der Hauptlebensraum des Orang-Utans ist eben auch im Tieflandregenwald. Barcelona is maybe 9 years old, MU 6, and the others maybe 5 or 4 years old. We release orangutan depends the orangutan not from 8 or from 6 releases. So if we look orangutan is good in the case and can play, can make adaptation, yeah, we can really save. To increase the frequency of the enrichment of the caged orangutans to help develop their skills in the wild. We try and make the feeding that's done here as difficult as possible for the orangutans, so they learn that sometimes you need to really manipulate the food before you can consume it. We give them rotan. They also get banana stem. They all get termite nests, which is also a good food to rely on when there's not a lot of fruit around. And yeah, we also give them plenty of fruit and leaves so they can learn which ones are edible and which ones aren't. They're so beautiful, you can't hear the sirens call. Are they talking about him? Are they talking about him? Why would he's not to be seen floating away again? He's floating. Wir haben hier jede Menge Probleme in Indonesien durch die Entwaldung mit Erdrutschen. Menschen sterben dabei.
Das hat natürlich auch Einfluss auf die Lokalbevölkerung, sprich, dass Wasser nicht mehr gereinigt ist, Trinkwasser wird knapp, Bodenerosion kommt dazu. Jetzt im Zusammenhang mit der Klimadiskussion, sowohl regional als aber auch global, dass Luft nicht mehr gereinigt wird. Selbst wenn man den Artenschutz als idealistisch darstellen will, hat so ein Riesenwaldökosystem natürlich eine ganz vitale Funktion für die Menschen hier. Also es ist einmal die Leistung des Ökosystems, die verloren geht, aber eben auch, wenn wir an Pflanzen denken, möglicherweise die Lösungen für Medizin von morgen sind. Und insbesondere, wenn wir an Krebsbekämpfung denken. Wir haben hier auf Sumatra 5000 verschiedene Baumarten. In Deutschland sind es ungefähr 50. Nur mal um eine Dimension zu sehen, wie artenreich so ein jahrtausendealter Wald ist. Und das geht alles verloren. Problem ist, wir haben hier keinen Sozialstaat. Das heißt, es gibt keine Versicherung für die Leute. Die Planung ist extrem kurzfristig. Es gibt kein Arbeitslosengeld. Das heißt, die Leute leben in der ländlichen Region nach wie vor von der Hand in den Mund. Und beim Wald ist natürlich die Einstellung erst einmal da, dass das nach wie vor ungenutztes Land ist. Es wird eben nicht über klares Wasser und reine Luft von morgen nachgedacht, sondern es müssen erstmal die Probleme für diese Leute heute gelöst werden. Das heißt, wenn jemand das Schulgeld für seine Kinder zahlen muss, dann ist eben der einfachste Weg, in den Wald zu gehen und ein paar Bäume zu holzen. Die Wahrscheinlichkeit, angeklagt zu werden, ist hier sehr gering, weil der ganze Rechtsapparat eben noch sehr auf tönernen Füßen steht. Und Jakarta ist weit weg. Die Umsetzung von Gesetzen hier vor Ort ist extrem schwierig. Um den Nationalpark zu schützen, müssen wir die Wälder außerhalb des Parks schützen. Weil die Wälder außerhalb des Parks eben ein ökologischer Puffer sind, in dem all die Probleme abgefangen werden, die wir im Park nicht haben wollen. Erfolg verspricht eigentlich nur die Integration der Lokalbevölkerung. Ein rechtliches Instrument, was jetzt seit gut 2 Jahren hier in Indonesien da ist, sind Konzessionen für Wiederaufforstung zur Erhaltung der Ökosystemfunktion, was hier Ecosystem Restoration Concession heißt. Naturschutzorganisationen konkurrieren zur Industrie und dann wird die Konzession eben nicht dazu genutzt, um neue Plantagen anzulegen, sondern der Wald ist dann sozusagen eine Schutzfläche. Die Pink-Linie, das ist die Parkgrenze. Die blauen Punkte sind die Elefanten, die roten sind die Tiger, gelb Orang-Utan, die hellgrünen Flächen sind die beiden Stationen, die wir haben. Da sieht man eben sehr schön, dass die ganzen Elefanten außerhalb des Parks sind. Und das ganze Flachland ist alles mittlerweile konvertiert. Die Konzession hier, die wir jetzt beantragen, ist eben dieses Stück zum Nationalpark. Das ist, wo die Orang-Utans sich jetzt angesiedelt haben. Das ist Frau Rita, die ist die Chefin unserer mobilen Bildungseinheit. Hallo! Hier ist Lita und Betty, das ist unsere Datenverarbeitung. Was man wirklich machen kann, ist eben konkrete Projekte vor Ort, Organisationen, die eben diese Ecosystem Restoration Concession haben, zu unterstützen. Wir wollen uns um Konzessionen bewerben und für diese Konzessionen können dann Landpatenschaften ausgewiesen werden, sodass man für 1 Jahr, je nachdem wie viel Geld man anlegen möchte, die Patenschaft für so eine Wiederaufforstung übernimmt. Sodass wir die operationalen Kosten für die Wiederaufforstung und für den Schutz dieser Gebiete wieder hereinholen können. Die Unterstützung, die ich mir wünsche, ist natürlich für mein Projekt hier vor Ort, dass wir die Gelder, die wir brauchen, um so eine Konzession zu managen, dass die auch wirklich kommen. Damit steht und fällt die ganze Hoffnung für Tiger, Elefanten und Orang-Utans. Meine Erkenntnis ist, dass man als Einzelperson sehr viel bewirken kann, wenn man wirklich etwas bewirken will. Sei es nun durch Arbeit, wie ich es mache, vor Ort was bewegen zu wollen, oder sei es nur durch eine einfache Spende. Aber das ist nicht das große Ziel, das ist immer weit weg, sondern es ist überhaupt mal aufzustehen und irgendwas zu tun. Today we've just released Bolo. She's a female, about 15 years old, and most of the individuals that have come in here, their mothers have been killed usually by either hunters or most often sort of just opportunists. The mother goes into a palm oil plantation or she goes too close to an area where they're logging and the mother gets killed and they think a baby, they can sell it, get some money. In her case, it's
even worse because she came in with a really damaged arm. Another child was born. Another race is won. Another dream shattered. Another day's begun. This world is still afloat. No, not an hour's born. Das schönste Erlebnis, weil Schlüsselerlebnis war die erste Auswilderung von Orang-Utans, wo ich Jahre darauf hingearbeitet habe, bis dann die ersten Orang-Utans da sind und die ersten so weit sind, dass man sie rauslassen kann. Das hat so wirklich, ist ein Schlüsselerlebnis, was ja auch Symbolcharakter hat. Also der erste freigelassene Orang-Utan, der erste, der in den Wald zurückkommt. As we just saw as we released her, she can climb great, which is so nice to see. So for an animal like Bolo, who's got an injured arm, it's going to be really interesting to see if she really is just as capable as all the others. I'm here just for 2 days, but the trackers will monitor her till they feel she's okay to go off on her own, so maybe for the next month or two. Das symbolisiert, dass Hoffnung besteht, dass das Projekt weitergeht, dass die Art Orang-Utan weiterhin erhalten bleibt, der Lebensraum erhalten bleibt und dass es nicht vertane Zeit und Mühe ist, die wir hier verwenden. We still have hope. This world is full of love. We still have hope. This world is full of love. We still have hope. This world is full of love. We still have hope. This world is full of love. We still have hope. This world is full of love. We still have hope. This world is full. Einen natürlichen Regenwald, der noch unverbraucht und unzerstört ist, spazieren gehen zu können, das ist schon was ganz Außergewöhnliches. Das ist ein Kindheitstraum, der für mich wahr geworden ist und den ich immer wiederholen kann.